Willkommen bei CryptoSlotter, dem Kanal für aktives und passives Einkommen im Kryptosektor. Nach einigen Anfragen, ob ich ein Video machen könnte, wie man hier auf PalmSwap einen Trade setzt, habe ich mich dazu entschlossen, ein Video zu machen, wo ich jetzt da zeige, wie man Schritt für Schritt zu einem Trade kommt hier auf der PalmSwap. Und zwar in erster Linie, sobald man sich eingeloggt hat auf der Plattform und mit der Wallet verbunden ist, geht man hier links oben bei On-Chain, klickt einmal drauf und geht auf Hybrid, die momentan aktuelle Version des Tradings auf PalmSwap. So, jetzt sind wir nun auf dieser hybriden Form des Tradings. Muss man sich da oben nochmals verbinden. Das mache ich jetzt. Meine Metamask mit dieser hybriden Plattform verbinden. Das ist dann die Einverständnis, dass ich mit dieser Apollo X Version einverstanden bin. Und sobald hier oben meine Adresse aufleuchtet, bin ich mit dieser Plattform verbunden. So, jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite Available 0 US-Dollar. Gut, wie bekomme ich jetzt da Geld auf diese Plattform? So, wo habe ich jetzt da meinen... da unten ist es, ja. Hier da unten die Assets. Gehe ich auf Deposit. So, was haben wir hier? Auf BNB ist es eingestellt. Ich nehme USDT, denn die habe ich auf meiner Wallet bereits hergerichtet, diese 31 USDT. Gehe dann auf Maximum und bestätige das. So, jetzt geht meine Metamask auf, denn von dort kommt ja das Geld. Und bestätige es hier noch einmal, dass ich diese 31 Dollar auf die Plattform überweisen möchte. Das dauert dann meist ein paar Sekunden, bis es mir angezeigt wird. Nämlich wieder hier bei Available. In der Zwischenzeit stelle ich meinen Chart um. Okay, jetzt ist die Transaktion einmal bestätigt. Okay, ich gehe zu meinem Chart und stelle um von Candles auf Heikin Ashi, der mir persönlich am besten gefällt zum Traden, und auf 5 Minuten. Okay, wie man sieht, haben wir seit gestern einen kleinen Abverkauf. Scheint so, als ob sich die Lage jetzt beruhigt. Es ist natürlich erst schwer zum Traden, da man jetzt also zumindest ich, nicht weiß, wo die Reise jetzt hingehen wird. Aber ist ja in diesem Falle auch nicht so tragisch, denn ich werde einfach irgendeinen Trade setzen. Natürlich, weil ich positiv gestimmt bin gegenüber dem Kryptosektor, werde ich eine Long-Position setzen. Das heißt, nach oben glaube ich, dass der Kurs geht. So, inzwischen sind unsere fast 31 US-Dollar minus Gebühren angekommen. Und jetzt kann ich da oben einstellen, zum Beispiel bei 200x, wie mein vorheriger Trade war. Jetzt kann ich hier den Hebel einstellen, mit dem ich traden möchte. Muss sich natürlich jeder selbst im Risiko bewusst sein. Mit Hebel zu traden ist sehr riskant. Überhaupt 200x ist
sage ich mal, nicht empfehlenswert, da nur eine kleine Richtungsänderung bereits für deine Liquidation verantwortlich sein kann. Das heißt, wenn du jetzt da 1.000 $ setzt und der Kurs bewegt sich nur minimal in die falsche Richtung, sind deine ganzen Einsätze einfach weg. Die werden liquidiert und weg ist das Geld. Also langfristige Trader traden eigentlich nur mit 3, 5, 10 und maximal 20x oder so. Aber wenn man sich ein bisschen Spaß und Casino draus machen will, dann kann man ja sehr kleine Beträge und natürlich mit Maximum X fahren. So, hier eingestellt, je nachdem, was jemand möchte, also 120x, da kann ich dann auch noch ein bisschen hin und her sliden, ne, wenn ich gern 95x gern hätte oder irgendwas. Aber wir nehmen jetzt einmal 100x, das ist schon gefährlich genug und das bestätigen wir. So, jetzt haben wir hier eingestellt 100x. Das heißt, meine Summe von 30 $ ist eigentlich jetzt eine Trading-Summe von 3.000 $. Das heißt, ich könnte jetzt da einen Trade setzen von 3.000 $. Ich aber nicht, weil ich natürlich nicht mein ganzes Kapital setze. Ich setze 1.000 $. Das ist ein Drittel meines Kapitals. So, jetzt entscheide ich mich, will ich gleich mit Markt, weil ich gesehen habe, wir sind von 257 jetzt schon auf 269 und wenn ich Angst habe, dass ich etwas verpasse, dann gehe ich auf Markt und setze sofort diesen Trade. Gebe nochmal meine 1.000 $ rein, mache jetzt mal kein Take Profit und kein Stop Loss, sondern öffne einfach diese Long-Position, damit ich schnell in diesen Trade komme. Alles andere kann ich auch nachher noch einstellen. Aber wir haben ja Zeit in diesem Video und deswegen gehe ich auf Limit und denke mir, ich glaube, wir gehen noch mal runter auf die 20.200, sagen wir mal 52. Dann kann ich hier den Preis ändern. 2.252 habe ich gesagt und meine 1.000 $ hätte ich gern. So, und einen Take Profit. Wir sagen, ja, geht um, sagen wir mal, 100 $ rauf. Das heißt, einen Take Profit mache ich jetzt dabei 20.352. Dann habe ich meinen Trade jetzt da im Prinzip soweit fertig. Ich weiß, ich habe einen 100x Trade. Das heißt, wenn Bitcoin jetzt um 1% raufgeht, mache ich 100%. In meinem Falle, jetzt da mit diesen 100 Punkten, das ist circa ein halber Prozent. Das heißt, ich könnte 50% jetzt da mit meinem Trade machen. Ich habe circa ein Drittel meiner Summe gesetzt, also 10 $. Wenn ich jetzt da 50% mache, habe ich 5 $ Gewinn. Somit haben wir jetzt unseren Preis vorherbestimmt, unseren Limitpreis von 20.252. Ich hoffe, wir erreichen den schnellstens. Und unsere Größe von 1.000 $, denn unser Wert ist momentan 3.000 $, die 30 $ mit die 100x multipliziert. Dann haben wir einen Take Profit, nämlich bei 20.352, also 100 Punkte über unserem Einstiegspreis, den wir jetzt mittlerweile schon erreicht haben. Das heißt, ich werde mein Limit jetzt da auf 32 heruntersetzen. Noch länger quatsche, haben wir das auch noch erreicht. So, und wir sind im Prinzip fertig. Somit kann ich jetzt da meinen Long setzen. Ich habe noch keinen Stop-Loss reingegeben, das könnte ich auch noch machen. Das heißt, wenn ich einen Trade setze und er geht in die falsche Richtung, dann kann ich noch einen
eine Rettungsbarriere hier reingeben, dass ich sage, was weiß ich, bei 20.100 Bildschirmen bitte verkaufen, und dann ist nicht alles Geld weg, dass ich nicht auf die Liquidierung warte. Aber ich setze jetzt einmal hier meinen Long. Hier schreibt er mir, die Order wurde weitergegeben. Jetzt sehe ich hier aber noch nichts, nämlich weil ich auf offene Positionen bin. Gehe hier links unten jetzt da auf Open Orders und schaue rein, was wir da drin haben. Und hier haben wir unsere Order drin. Einen Limit auf Buy, das heißt die Long-Position, also nach oben, zu einem Preis von 20.232. Unsere knapp $1.000, die Gebühren wurden bereits abgezogen. Und bisher gefüllt wurde von diesem Trade 0. So, jetzt heißt es, etwas zu warten. Ich hoffe. Aber wir könnten im Prinzip ja schon einen zweiten Trade setzen, nämlich auf Markt. Wir geben gar kein Limit rein, obwohl wir, glaube ich, jetzt da, ja. Perfekt. Jetzt nicht irritieren lassen, dass wir hier etwas anderes stehen haben. Ich gehe jetzt auf unsere offene Positionen und hier sehen wir, wir haben unseren Trade. Einen 100x Trade mit 990 US-Dollar. Der Eintrittspreis war 20.232. Momentan sind wir etwas darunter. Die Liquidation wird bei 19.652 stattfinden. Das heißt, sollte der Kurs so weit runtergehen, dann liquidiert man diese komplette Position. Also die ist dann weg. Die wird dann aufgelöst. Und momentan sind wir 8% im Minus, nämlich 80 Cent. So, perfekt. Wir haben unseren Trade gesetzt. Und jetzt gehe ich auf Open Orders, warum da noch immer was steht, wenn unsere Order doch gefüllt wurde. Und die offene Order, was ist? Das ist unser Take Profit. Wir haben gesagt, bei 20.352 wird verkauft. Das ist unsere Order, die wir gesetzt haben. Daher erscheint es hier als Sell. Nämlich genau die Größe, die wir gesetzt haben, wird dann verkauft. Somit ist der ganze Trade auf 0 gesetzt und wir haben unseren Zielpreis erreicht und fahren unsere Gewinne ein. Ja, jetzt heißt es abzuwarten, was er machen wird. Aber in diesem Sinne habe ich soweit den Trade erklärt, wie man hier hinkommt und wie man tun kann. Ich kann hier nochmal auf Market gehen, damit man sieht, okay, jetzt nehme ich eine kleinere Position von 500 US-Dollar, setze keinen Take Profit, keinen Stop Loss, überhaupt nichts, bin auf Market mit 100x, das heißt meine Long Order wird sofort erfüllt. Market Order filled. Wenn ich einen zweiten Trade setze, wird das nicht als zwei verschiedene Trades angegeben, sondern meine Position erhöht sich hier. Wir hatten vorher $1.000, habe noch $500 dazu getradet, jetzt bin ich auf 1.475 US-Dollar, ist mein Trade jetzt der Wert. Und somit ist unser Eintrittspreis nicht mehr 20.232. Da ich etwas günstiger jetzt da gekauft habe, bin ich mit meinem Eintrittspreis auf 20.224. Also ist der Trade jetzt in dem Sinn etwas besser geworden. Bin auch nicht mehr so stark im Minus und habe eine größere Position hier drin. Ja, soweit war es die Erklärung für Limit und Market Order und
Buy und Long sind eben die Positionen, die man eröffnet, wenn man glaubt, dass der Kurs raufgeht. Und Sell und Short Positionen sind, wenn man glaubt, dass der Kurs runtergeht. Ich hoffe, es hat soweit allen geholfen, die noch keine Ahnung hatten, wie man hier einen Trade machen kann. Und sollten noch Fragen sein, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich bemühe mich, dass ich alle beantworten kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like hier und abonniert den Kanal, da ich immer wieder Updates auf PalmSwap und natürlich auf meine anderen Projekte, wie man aktiv und passiv Geld im Internet verdienen kann, hier lasse. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und viel Glück beim Traden.